Schön, dass ihr wieder da seid. Auch das Reptilium hat durch die Corona-Zwangspause eine harte Zeit zu bewältigen. Lasst euch deshalb auf virtuellem Wege mitnehmen, Interessantes aus dem Privatzoo zu erfahren. Im tropischen Süd- und Südostasien lebt eine mächtige Riesenschlange, der Netzpython. Sie soll die längste aller Riesenschlangen sein. In Sachen Gewicht und Körperumfang wird sie allerdings von der grünen Anaconda deutlich übertroffen. Die 10-Meter-Marke wäre allerdings für beide Arten noch zu knacken. Ja, wir halten bei uns ja Tigerpythons und Netzpythons zusammen in einem Terrarium. In diesem Terrarium gibt es ein großes Wasserbecken und besonders die Netzpythons baden da sehr, sehr gerne drin. Sind ja auch dafür bekannt, dass sie in freier Natur auch sehr viel im Wasser ja auch sich bewegen. Was sie nicht zuletzt durch die Wiederbesiedlung des Archipels um Krakatau bewiesen haben. Der Ausbruch des Vulkans im Jahre 1883 löschte weithin alles Leben aus. Von Java oder Sumatra aus besiedelten die Netzpythons als erste Wirbeltiere die zerstörten Inseln. Immerhin eine Strecke von 40 Kilometern auf See. Es heißt auch, dass Netzpythons in freier Natur sogar auf Bäumen jagen sollen. Ich muss gestehen, das kann ich jetzt bei uns nicht bestätigen. Molekulargenetische Untersuchungen haben untermauert, dass der Netzpython in der Gattung Python falsch eingeordnet war. Um den notwendigerweise neu zu vergebenen Gattungsnamen ranken sich in der Folge dann allerdings skurrile bis bösartige Geschichten. Persönliche Animositäten spielten hier offenbar eine große Rolle. Doch dies zusammenzufassen würde den Rahmen sprengen. Als toleranter Mensch kann man ohnehin prima mit unterschiedlichen Anschauungen leben. Dem Netzpython jedenfalls ist's egal. Tendenziell scheint allerdings der bei Wikipedia angeführte Gattungsname Malayopython die größere wissenschaftliche Substanz zu haben. Ja, also wir haben bei uns ja die normalen Netzpythons und dann ja aber auch noch die Zwergformen von den Inseln. Das darf man jetzt aber nicht verwechseln mit den Farbvarianten. Also wir haben jetzt auch noch eine bestimmte gezüchtete Farbvariante, die sich Ambon Tiger nennt. Wunderschöne Tiere, aber wie gesagt, Unterschied. Die werden genauso groß wie die normalen Netzpythons, aber wir haben halt auch noch die kleinere Inselform. Also laut Literatur werden die Inselformen wohl die Männchen wohl um die 1,80 Meter, die Weibchen wohl bis zu 2,5 Metern. Hinlänglich bekannt sein dürfte, dass Schlangen mit Hilfe der Zunge riechen. Die nämlich transportiert beim Züngeln Duftmoleküle ans Gaumendach, wo sie vom Jacobsonschen Organ ausgewertet werden. Weniger bekannt ist, dass einige Riesenschlangen temperatursensitive Sinnesorgane in Ober- und Unterlippe haben. Damit können sie warmblütige Beute auch beim Dunkeln detektieren. Diese Labialgruben sind beim Netzpython besonders deutlich zu erkennen. Ernährung wunderbar, fressen immer, fressen alles, sind da keine großen wählerischen Tiere, die jetzt irgendwie heute sagen, nee, heute ein Kaninchen, morgen Meerschweinchen. Nein, also wirklich fressen alles, was sie möchten, was wir ihnen geben. Heute ist Fütterung. Die Tierpfleger legen die Tiere einzeln, denn auch unter Schlangen gibt es Futterneid.
Dem Laien mag dieses Vorgehen grob erscheinen. Doch jeder, der einmal miterlebt hat, wie 2 große Riesenschlangen zum Knäuel aufgewickelt um ein Futtertier konkurrieren, versteht diese Vorsichtsmaßnahme. Außerdem folgen Riesenschlangen ab dem Punkt, wo sie ihre Beute einmal gepackt haben, einem angeborenen Ritual. In diesem Zustand lassen sie sich für einige Augenblicke wie in Trance von nichts und niemandem stören. Ja, sie sind wehrlos, weshalb jetzt für die Tierpfleger keinerlei Gefahr besteht. Im Vergleich zu den warmblütigen Wirbeltieren fressen Schlangen sehr wenig. Immerhin müssen sie keine Wärme erzeugen. Das spart Energie. Deshalb ist die Verdauung langsam. Aber sie ist effizient. Letztlich bleibt von einem 3 bis 4 Kilogramm schweren Kaninchen nur sehr wenig übrig. Genau wie Vögel und Amphibien haben Schlangen und andere Reptilien eine Kloake, über die Urin, Urate und Kot ausgeschieden werden. Die Magen-Darm-Passage kann bei Schlangen Tage bis Monate andauern. Urate werden meist zusammen mit dem wenigen Urin in Form eines harten weißen Klumpens ausgeschieden. Der dunkle Kotanteil reduziert sich auf Unverdauliches der Beute. Dazu gehören Haare, Krallen, Zähne und pflanzliche Bestandteile, die das Beutetier im Magen hat. Ja, als ich hier im Reptilium angefangen habe vor 16 Jahren, gab es natürlich auch gleich Netzpythons von Anfang an in unserem Erstbestand. Damals, weiß ich, hat der Uwe, unser Chef, der Herr Wünstel, mir noch sehr viel Horrorgeschichten über Netzpythons erzählt und ich muss wirklich aufpassen und die greifen einen an und habe natürlich auch sehr viel Horrorstories gehört, dann nachher später auch von anderen Personen. Im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass unsere Tiere doch sehr schnell sehr ruhig geworden sind und diese ganzen Horrorgeschichten, wie ich persönlich finde, gar nicht so unbedingt stimmen. Also ich persönlich hier im Reptilium kann es nicht bestätigen. Wir haben bei uns Netzpythons zwischen 1,5 Metern und tatsächlich knapp 5,5 Metern. Wir haben da die normale Farbvariante, die auch in freier Natur vorkommt. Wir haben aber auch verschiedene gezüchtete Farbvarianten. Wir haben auch die kleinbleibende Inselform, die haben wir auch bei uns. Und tatsächlich sind einige Tiere, naja, ich will nicht sagen handsam, aber so, dass ich sie schon fast gleich mit dem Tigerpython doch setzen könnte. Der Beruf des Tierpflegers erfordert die Bereitschaft zu umfangreichen täglichen Reinigungsarbeiten. Wasserbecken schrubben, große Fensterflächen reinigen, all das ist einfach die Morgenroutine. Moana wird zwar kritisch beäugt, aber keine Schlange ist aggressiv. Und ist mal eine im Weg, wird sie vorsichtig weggeräumt.
Jetzt sind die Tiere in ihrem Territorium wieder ungestört. Jeder sucht sich ein ruhiges Plätzchen aus und geht der Lieblingsbeschäftigung aller Riesenschlange nach: den Tag zu verschlafen. Ganz besonders freue ich mich eigentlich über unsere Roschi. Roschi, die wir vom Zoo Neunkirchen bekommen haben. Tatsächlich laut den Papieren Jahrgang 79 ist. Bilder sprechen mehr als 1000 Worte. So auch hier. Der vermeintlich so aggressive Netzpython ist bei sachkundigem Umgang keineswegs diese bissige Bestie, für die sie so häufig gehalten wird. Wir haben sie bekommen mit 5,28 Meter. Wir glauben, dass sie tatsächlich ein kleines bisschen bei uns gewachsen ist. Ganz sicher sind wir nicht. Auf einen Zentimeter zu messen ist ja doch ein bisschen schwierig. Ja, auf die sind wir halt besonders stolz. Frisst auch immer noch wunderbar und ist einfach ein tolles Tier. Doch zurück zur Fütterung. Mit viel Geduld und Ausdauer kommen Klein und Groß so ganz allmählich weiter. Für den menschlichen Betrachter scheint es endlos. Aber bei den Riesenschlangen ticken die Uhren einfach anders. Sie haben Zeit. Auch das kleine Männchen hat den beschwerlichsten Teil geschafft. Mit perfekt abgestimmten Muskelkontraktionen wird die Beute jetzt gemächlich in den Magen transportiert. So wie bei allen anderen auch. Das große Tier wird sich über Nacht nur von den letzten Häutungsresten befreien. Am nächsten Morgen liegt es dann in seiner ganzen Pracht und wird nur noch ruhen und verdauen.